Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute zeigen wir euch, was das US Marine Corps oder die US Army für ein Schlafsystem aktuell einsetzt. Ja, heute geht es um das ECW Sleeping System der US Army oder des US Marine Corps. Die haben jetzt beide das gleiche. Wir haben hier aber auch schon angeteasert für ein kommendes Video die beiden älteren Systeme der US Army hängen, weil wir euch alle drei Systeme einmal gegenüberstellen wollen, einen direkten Vergleich, damit ihr seht, wie ist das Packmaß, wie ist das Gewicht, wie sind die inneren und äußeren Schlafsäcke aufgebaut, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was ist für mich das richtige System. Aber heute geht es um das ECW Sleeping System der US Army und des US Marine Corps. Ein System wird hier vermisst für alle, die sich ein bisschen besser auskennen, nämlich der Vorgänger des ECW-Systems, was zeitgleich zum UCP der US Army rauskam, also das hier in dem UCP-Tarn. Parallel hat das Marine Corps ein eigenes System entwickelt, während sie beide zusammen vorher auch das Woodland-System hatten. Also Woodland zusammen, dann kam das UCP für die Army und die Marines haben ihr eigenes System gehabt. Und das ist das Einzige, was wir hier nicht haben. Ist auch ein bisschen aus der Reihe gesprungen, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen Systemen, denn es war nur ein zweiteiliges System. Bedeutet, ihr hattet einen Schlafsack, der Intermediate-Schlafsack, und ein BV-Cover. Das BV-Cover ist ähnlich dem, was wir euch gleich zeigen werden für das ECW-System, aber in diesem zweiteiligen System war es so gedacht, dass wenn es wirklich extrem kalt ist, dass dann noch die Level 7 Bekleidung einfach drüber gezogen wird und man dadurch dann sich den einen Schlafsack sparen kann. Hat sich anscheinend wohl nicht so durchgesetzt, denn nun sind wir wieder bei einem dreiteiligen System und deswegen schauen wir es uns jetzt mal im Detail an. Normalerweise kriegt man die Schlafsysteme der US-Armee und des US Marine Corps immer nur gebraucht oder ganz, ganz selten vielleicht mal neuwertig. Alle Systeme, die wir euch hier zeigen und auch in dem kommenden Video gibt es beim Army Online Store. Und gerade hier das ECW-System, das ist brandneu und wird hergestellt von der Firma Propper. Ist auch wieder ein dreiteiliges System, bestehend aus einem Type 1 Schlafsack, einem Type 2 Schlafsack und dem PV-Cover. Früher hießen die Petrol Bag für leichter Sommerschlafsack und der Intermediate Schlafsack für die etwas kälteren Temperaturen. Hier ist es jetzt dann der Type 1 für Patrol oder als Pendant zum Petrol Bag und Type 2 ist dann der warme, den wir euch auch gleich zeigen werden. Die große Besonderheit oder der große Unterschied zu den Vorgängermodellen ist, neben Gewichtsersparnis und anderen Temperaturwerten, ist vor allem der Aufbau. Während die alten Systeme immer so aufgebaut waren, dass der Sommerschlafsack über den Winterschlafsack gestülpt wurde als System. Also hat man quasi vom Aufbau her gehabt Winterschlafsack, außenrum den Sommerschlafsack und außenrum das BV-Cover. Hat man jetzt hier den Sommerschlafsack als innere Komponente. Also das wäre quasi auch die erste Komponente, die ihr an der Haut habt. Darüber kommt dann der Winterschlafsack und darüber kommt dann der BV-Bag. Einfach, dass ihr vom Aufbau her schon mal hier die Idee habt. Ja, große Änderung, auch im Vergleich zu allen Vorgängern, die bisher am Markt waren, ist ein mittlerer Reißverschluss, also beziehungsweise ein mittelplatzierter Reißverschluss. Die anderen Systeme hatten ihren Reißverschluss immer auf der rechten Seite, ist natürlich für Linkshänder großes Kino, die müssen dann immer umgreifen. Und auch wenn man sich mal ein bisschen dreht im Schlaf, ist es immer schwieriger oder auch generell zum Ein- und Aussteigen, finde ich persönlich, ist schwieriger, als wenn ich einen mittleren Reißverschluss habe. Von daher ist das eine sehr willkommene Änderung, dass hier der Reißverschluss mittig platziert worden ist. Um eine Gewichtsersparnis zu erzielen, hat man den Reißverschluss auch nicht durchgängig bis zum Fuß gemacht, sondern hat hier die Footbox, die hier in dem Bereich zu sehen ist, die ist komplett geschlossen. Und ab hier fängt dann der mittlere Reißverschluss an. Der geht dann natürlich bis hoch zum Kragen, hat dann hier auch nochmal eine Zippergarage für den Reißverschluss. Das Ganze ist ein YKK-Zipper mit Zipperpuls und der lässt sich auch in zwei Richtungen bedienen, dass man auch bei Bedarf hier unten öffnen kann, um zum Beispiel ein bisschen Luft reinzubekommen ins System, ohne oben alles aufmachen zu müssen. Unterlegt ist das Ganze natürlich mit einer dicken Flappe, damit das auch schön warm ist. Und als Besonderheit hier, und das schätze ich tatsächlich sehr, hätte es mir aber in dieser Konstellation in dem Intermediate Bag gewünscht, weil ich tatsächlich die Nutzung des warmen Schlafsacks mit dem BV eher sehe als mit dem Patrol Bag. Aber da fehlen mir noch die Erfahrungswerte, das werden wir dann alles noch mal ausprobieren im Detail.
hat man hier einen Wärmekragen mit untergebracht. Der lässt sich dann hier einmal mit Druckknöpfen in 2 verschiedenen Engegräden um den Hals legen. Und das hat tatsächlich bei unseren Tests bisher schon einen deutlich schnelleren Wärmeaufbau im Schlafsack gebracht als bei den älteren Vorgängersystemen. Ja, ansonsten üblicherweise natürlich auch hier ein Zugband mit einer Shockcord, um dann hier alles eng stellen zu können. Im Kopfbereich schön alles zuziehen zu können. Und hier nochmal Vorrichtungen, um den Schlafsack zu koppeln. Das heißt, hier am Kragen kann dann der Schlafsack mit dem anderen Schlafsack gekoppelt werden. Und das Ganze hier dann auch nochmal mit entsprechenden Laschen im Außenbereich. Das zeigen wir euch gleich, wenn wir die Komponenten dann einmal zusammenbringen. Die Schlafsäcke sind von der Größe her, wie ihr hier auch sehen könnt, schon auch deutlich größer als die Vorgänger. Selbst hier der Schlafsack, der im Inneren genutzt wird, ist schon deutlich größer. Sie sind jetzt so konzipiert, dass ein Soldat mit Ausrüstung oder beziehungsweise zumindest mit einer entsprechenden Wetterschutzbekleidung für Kälte darin schlafen kann. Also hier mit einer Level 7 Jacke und Hose reinzukommen, ist überhaupt kein Problem. Das passt auf jeden Fall. Und das begrüßen wir tatsächlich auch sehr. Gerade auch für Leute, die nicht so gerne eng schlafen, ist das eine coole Sache. So, ich habe für euch natürlich auch einmal die Spezifikation mitgebracht. Hier bei diesem System 1 Schlafsack habt ihr ein Gewicht von 1110 Gramm. Das ist hier die Größe Large, nicht Large, ist eine Regular-Länge. Wir haben bei den anderen beiden Systemen, die jetzt hier noch dazugehören, haben wir eine Long-Länge. Das ist bei den anderen Systemen, die wir hier in dem Vergleichsvideo nochmal vorstellen werden, nicht so. Nur, dass ihr das mal im Hinterkopf behaltet. Das ist eine Regular-Länge und die anderen sind eine Long-Länge. Ja, wie gesagt, hat 1110 Gramm Gewicht und bringt eine Wärmeleistung mit einer entsprechenden Bekleidung, also sprich mit dem Bivi außenrum und mit Level 7 Bekleidung kann man dieses System bis minus 15 Grad einsetzen. Ansonsten mit ganz normal, wie nennt man das, so eine ganz normale Einsatznutzung ohne besondere Kälteschutzkleidung einfach oder auch mit Unterwäsche hier in den Schlafsack rein, kann man dieses System bis minus 6 Grad einsetzen. Auch das ist von der Wärmeleistung her minus 5, also eigentlich plus 5 Grad besser als die alten Petrol-Bags von der US-Armee, die es als Vorgängerversion gab. Die gingen nämlich nur bis minus 1 Grad. Also das ist tatsächlich ein etwas weiter ins Jahr nutzbarer Schlafsack im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Gut, dann packen wir uns mal den zweiten dazu. Das wäre unser Typ 2 Schlafsack, gleicher Aufbau, mittlerer Reißverschluss, auch wieder hier bis zur Mitte nur den Reißverschluss genutzt. Eine dicke Wärmeflappe unten drunter, auch deutlich breiter und länger nochmal als die von dem inneren Schlafsack. Auch hier wieder im oberen Kapuzenbereich ein Zugband, um das Ganze eng ziehen zu können. Und hier sind die entsprechenden Gegenstücke, mit der ich die beiden Schlafsäcke koppeln kann. Zeige ich euch dann gleich, wenn wir es zusammenpacken. Farbgebung her hat man sich so ein bisschen an beiden Welten orientiert. Ne? Wir haben jetzt ja quasi ein System, was von der Army und vom Marine Corps genutzt wird. Coyote hat sich durchgesetzt, passt eigentlich sehr, sehr gut zu Multicam, passt gut zu Mapad, passt zu allem. Gut, Woodland passt, finde ich, wunderbar gut dazu. Von daher eine sehr, sehr begrüßte Farbe unserer Meinung nach. Der Type 1 Schlafsack ist Coyote, der Type 2 ist schwarz und auf der Innenseite hier in so einem leichten Grau gehalten. Das ist auch tatsächlich ganz gut. Gerade wenn ich noch mal irgendwie ein paar kleine Ausrüstungsgegenstände mit in den Schlafsack nehme, finde ich die deutlich schneller bei einer helleren Innenseite, als wenn da jetzt hier auch die Innenseite schwarz wäre, wie es beim Modular Sleeping System der US Army in den 90ern gewesen ist, in der Woodland-Variante. Ja, hier habe ich natürlich logischerweise auch wieder die Ösen oder beziehungsweise die Halterung auf der Außenseite, aber auch nochmal auf der Innenseite, hier in Form eines Skelettstreifens, um dann die Systeme miteinander koppeln zu können. Dann führen wir mal beide Systeme zusammen, bevor wir den Biwaksack hier auf den Tisch holen, damit wir das auch schon vorbereitet haben. Das heißt, ihr greift hier einmal in den schwarzen Type 2 Schlafsack rein, in den Fußbereich, holt euch da die Klettschlaufe, dann habt ihr hier das Gegenstück am inneren Schlafsack mit einer Schlaufe und damit ist das schon mal im Fußbereich fixiert.
Das gleiche mache ich jetzt nochmal hier an den Seiten. Einmal Klett hier und einmal Klett da. Und dann gehe ich hier in den Kopfbereich. Und hier habe ich, wie ich es euch vorhin schon gezeigt habe, im vorderen Bereich einmal die Öse und einmal dieses T-Stück. Das führe ich hier einmal durch. Und dadurch ist es hier rechts fixiert, links fixiert. Ihr seht, das geht deutlich schneller als auch bei den Vorgängerversionen mit all diesen Druckknöpfen. Und hier habe ich auch noch mal eine Klettlasche im Kopfbereich, die ich noch mal hier fixieren kann. Und damit sind die beiden Schlafsäcke miteinander verbunden. So, ich bin euch noch Zahlen schuldig. Wir haben ja den Type 2 noch nicht im Detail gehabt. Der Type 2 wiegt 1490 Gramm. Das ist tatsächlich der leichteste Kälteschutzschlafsack jetzt im Vergleich auch zu den ganzen anderen Systemen. Hat allerdings auch nur eine Leistung von minus 15 Grad, zumindest laut Hersteller, während die anderen Systeme bis minus 23 Grad gedacht waren. Ich bin aber der felsenfesten Meinung, und ich werde das in den nächsten Wochen ausprobieren, sobald es möglich ist mit draußen schlafen und Kälte. Ich bin der Meinung, dass hier das System mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser performt von der Wärmeleistung wie die alten Systeme. Einfach vom Aufbau her und auch von den kurzen Zeiten, in der ich jetzt schon drin gelegen habe, wie schnell sich da die Wärme aufbaut, beziehungsweise die Wärme vom Körper reflektiert wird. Das ist meiner Meinung nach deutlich besser als bei den alten Systemen. Ja. In Kombination dieser beiden Schlafsäcke plus Bivi haben wir dann eine Gesamtleistung von minus 20 Grad, die das neue ECW-System liefern soll. Das alte System oder die MSS-Systeme gingen bis minus 34 Grad. Aber auch das halte ich für unrealistisch. Also ich habe schon in dem alten Schlafsack auch gut gefroren. Ich denke, das neue System ist da deutlich besser von der Leistung. Packen wir ihn einmal kurz zur Seite, damit wir euch den Bivi im Detail vorstellen können. Für alle, die nach diesem System suchen, ihr müsst wirklich genau schauen, dass ihr das auch nicht verwechselt mit der Vorgängerversion, die das US Marine Corps hatte. Ja? Wenn man nach US Marine Corps Bivi-Cover sucht, wird man es finden. Das ist von der Farbe her ein Ticken dunkler gewesen, also ein dunkleres Coyote, aber ähnlicher Aufbau, also sprich auch mit einer Kuppel und mit einem Moskitonetz, was man auf und zu machen kann. Der war aber sehr, sehr eng. Also ich hatte den vor bestimmt 10 Jahren oder so, hatte ich den auch mal, habe ihn aber wieder verkauft, aus besagten Gründen. Er war super eng und ja, hat mir einfach dann dementsprechend nicht getaugt und ich bin dann wieder auf den Woodland zurückgegangen, weil ich einfach mehr Platz haben wollte im System. Ja. Und das neue System ist genau dafür perfektioniert. Ihr habt mehr Platz und auch der Ein- und Ausstieg ist unserer Meinung nach optimiert. Das Ding nennt sich genau Type 4, also Typ römisch 4 Bivi-Cover. Ist ein Gore-Tex 3-Lagen-Laminat und wiegt sage und schreibe 940 Gramm. Für die Long-Version, wir haben das nachgewogen, ja, also das ist hier die Regular Long-Version. Regular gibt es nicht, Long-Version ist das. Und das ist, denke ich, beachtlich, gerade auch wenn ich jetzt mal hier die beiden anderen Bivis dazu nehme. Das teasern wir euch jetzt schon mal vorneweg. Der Woodland Bivi hat 1070 Gramm gehabt, reguläre Größe von 2 Metern. Und der UCP waren 860 Gramm, also auch noch mal leichter jetzt als der hier, aber wie gesagt, das ist eine Long-Version. Wir sprechen hier von 230 cm mal ca. 70 bis 80 cm in der Breite. Ja. Und das ist gerade bei einem Bivi meiner Meinung nach extrem wichtig, dass man da ein bisschen mehr Spiel hat, weil den Bivi nutze ich auch, um Klamotten trocken lagern zu können. Also wenn ich irgendwo mein Camp aufschlage, kann ich hier im Fußbereich meine Schuhe noch unten reinpacken, außerhalb des Schlafsacks, meine Jacken, alles, was irgendwie noch mal trocken gelagert werden soll oder auch von meiner Körperwärme ein bisschen mitgetrocknet werden soll, kann dann hier in diesem, im Fußbereich untergebracht werden und das ist tatsächlich eine coole Sache. Ja, also es ist im Vergleich, wenn ihr die alten Bivis kennt, ein sehr, sehr leichter und gefühlt dünner Bivi, aber nicht weniger robust. Ne? Das ist ein Ripstop-Material, Gore-Tex, natürlich sauber getaped mit Nähten überall und hat dann auch
entsprechend einen Reißverschluss von YKK. Und der ist wirklich schlau gelöst im Vergleich auch zum Marine Corps BV oder auch im Vergleich zu den anderen BVs, die wir euch noch zeigen. Lässt er sich komplett schließen. Ab der Hälfte hier, ab dieser Naht, die man hier auch schön sehen kann. Und lässt sich dann von beiden Seiten hinterm Kopf schließen. Das heißt, ihr habt wirklich ein sehr, sehr leichtes Spiel, diesen BV zu schließen, wenn ihr im BV drin liegt. Das ist ja, gerade auch mit den alten Systemen, war das immer ein Riesen, ich will jetzt nicht Geficke sagen, aber es war ein Geficke, das da hinzubekommen, sich selber in den BV reinzuwursteln. Raus geht immer super, das zeige ich euch auch nachher nochmal, oder beziehungsweise in dem anderen Video zeige ich euch das nochmal, weil man alle drei Systeme dann zusammen aufreißen kann. Aber das Schließen ist wirklich deutlich komplizierter als hiermit. Ja. Hier brauche ich einfach nur hinter mich zu greifen, mache die beiden Reißverschlüsse auf, kann das komplette System hier nach vorne klappen und dadurch bin ich dann offen. Ja, ihr seht schon, großer Unterschied auch zu den beiden Vorgängerversionen von der US Army. Hier habt ihr ein Drahtgestell drin, das zubiegbar ist. Das kann ich mir so biegen, wie ich das brauche. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil es einfach schon wieder so viele Jahre her ist, wo ich das Vorgängermodell vom Marine Corps hatte. Aber ich bin der Meinung, das Marine Corps Modell hatte nur einen Draht, der hier das Ganze so ein bisschen aufgestellt hat. Bedeutet, das ist einem dann auch irgendwie wieder blöd ins Gesicht gefallen. Und hier hat man einen zweiten Draht, der nochmal hier von vorne nach hinten gespannt ist. Man sieht das hier schön. Und dadurch kann ich wirklich den Kopfbereich komplett freistehend aufbauen. Ja, und das ist meiner Meinung nach für ein BV ein sehr, sehr cooles System, weil es ist deutlich leichter als jetzt ein Observer oder was auch immer für ein Biwak-System ihr als Komplettsystem habt, sondern ihr habt hier einfach euren Biwak-Sack, könnt ihn aber bei Bedarf dann auch entsprechend komplett schließen, ohne dass ihr erstickt. Die Reißverschlüsse sind hier alle mit einer Flappe verdeckt, rundum laufend, sieht man sehr schön. Genauso soll es ja auch sein, damit da auch kein Wasser reinfließen kann. Für den einen Ausstieg kann ich dann, wie ich schon erwähnt habe, hier diesen kompletten Teil bis zur Hälfte einfach nach vorne klappen und kann dann wirklich hervorragend einen aussteigen in das Ganze. Schauen wir uns das Kopfteil noch mal genauer an. Wer hier hingeschaut hat, hat gesehen, wir haben hier zwar einen Mesh-Bereich, der sieht jetzt aber nicht so aus, als würde er viel durchlassen. Genau das tut er auch aktuell nicht. Denn natürlich muss man bei einem BV auch in der Lage sein, das Ganze komplett wasserdicht zu machen, indem ich den Kopfbereich eben auch wasserdicht mache. Das heißt, so wie es jetzt aufgebaut ist, kann kein Wasser eindringen. Aber die Atmungsaktivität ist natürlich dann auch beeinträchtigt. Auch dazu liefern wir euch noch bei Gelegenheit Tests nach, um zu gucken, wie atmet das Ding, wie feucht wird es im System, wenn alles geschlossen ist. Aber falls es nicht regnet und ihr aber einfach einen besseren Wetterschutz haben wollt oder auch vor Insekten geschützt sein wollt, habt ihr hier innen liegend nochmal einen Reißverschluss. Den kann man einfach aufziehen. Ich zeige das einmal von innen. Und dann könnt ihr hier das überschüssige Material einfach aufrollen. Habt dann hier wieder ein T-Stück und auf der Gegenseite eine Lasche, um das Ganze einmal zu sichern. Und damit, und jetzt könnt ihr nämlich auch durchschauen, habt ihr hier ein atmungsdurchlässiges Moskitonetz, was euch vor Kriechtieren schützt, aber ein komplett geschlossenes System hinterlässt. Finden wir tatsächlich sehr, sehr cool und das ist unserer Meinung nach auch der beste Entwicklungsstand bei den BVs, was die US Army und die US Marine Corps bisher zur Verfügung gestellt bekommen haben. Packen wir einmal noch mal den Schlafsack rein, der Vollständigkeit halber. Gleiches System wie auch beim Innenschlafsack. Ihr habt hier wieder im Fußende eine Schlaufe. Dann sucht ihr euch die entsprechende Klettflasche, beziehungsweise beim BV ist es ein Druckknopf. Hängt den da hier einmal ein.
Und das gleiche gibt es dann auch noch mal hier in der Hüftgegend. Da sieht man das jetzt auch ein bisschen besser als da unten im Fußbereich. Hier ist meine Drucklasche und hier meine elastische Lasche. Einmal einhängen. Zack. Das gleiche hier auf der anderen Seite. Einhängen, Druckknopf verschließen und dann nochmal am Kopf. Auch hier wieder Lasche, Druckknopf, einhängen, fertig. Jetzt sieht man auch schon mal ganz schön, dass das untere Teil des BVs natürlich auch ein bisschen hochgezogen ist. Also der Reißverschluss ist nicht hier irgendwo im unteren Bereich, sondern wirklich so eine Wannenkonstruktion, die mit Sicherheit 10 bis 15 cm von dem eigentlichen Bodenstück weg ist. Und dadurch hat man natürlich dann auch noch mal einen sehr, sehr guten Nässeschutz. Also von außen zumachen geht tatsächlich schwieriger, als wenn ich im BV drin liege, muss ich mal so sagen. Was bei den anderen Systemen genau andersrum war. Ja, also gefällt uns sehr, sehr gut. Und wir werden das jetzt nochmal im Detail für euch testen, definitiv. Und euch dann berichten, was die optimale Kombination ist. Ob jetzt Sommerschlafsack oder Type 1 Schlafsack, wie er jetzt neu heißt, mit dem BV bei Minusgraden oder ob man wirklich mit dem Type 2 arbeitet und dann den BV benutzt oder alles zusammennimmt. Aber ich glaube, in Deutschland bis minus 20 Grad, da muss man schon ein bisschen gucken, dass man das bekommt. Wir haben leider keinen Packsack zu dem System dazu erhalten. Den hat der Army Online Store aktuell nicht, sondern nur dieses Schlafsystem, so wie es hier ist, kann man auch in Einzelteilen erwerben, muss man nicht als Komplettsystem erwerben. Deswegen haben wir für euch hier vom MSS-System einen Packsack und da wollen wir ihn einfach mal reinpacken für euch, damit ihr seht, mit was für einer Größe ihr rechnen müsst, wenn es denn gepackt ist. Gesamtgewicht haben wir vielleicht für euch auch noch. Das wäre hier insgesamt ein Gesamtgewicht von 3.500 Gramm. Alle 3 Schlafsäcke oder 2 Schlafsäcke und der BV. Verglichen mit den älteren Systemen wären wir hier bei 4 Kilo. Und hier bei 3.800 Gramm. Also ist auch nochmal 300 Gramm leichter als die leichteste Variante davor. Also mit 3,5 Kilo ist, denke ich, auch eine Kampfansage. Das haben wir so tatsächlich bei anderen Systemen, müssen wir überlegen. Mein Snackpack vorher hat auch 2 Kilo gehabt, plus ein BV sind auch 3 Kilo. Also es ist schon relativ leicht und auch deutlich leichter als das Kelty-System. Okay, dann packen wir ihn einmal für euch hier in diesen Packsack und zeigen euch dann gleich nochmal, wie das Ganze zusammengepackt aussieht. Hier habt ihr jetzt mal Ausbau oder Packstufe 1 mit dem MSS-Packsack der US Army. Man muss natürlich dazu sagen, dass sich die US Army mit ihren Schlafsäcken generell nie mit Ruhm bekleckert hat, was das Packmaß angeht. Also es sind immer große Säcke gewesen und ihr seht es hier auch. Unkomprimiert ist das ein ganz schönes Vieh, ne? Also ich messe es mal kurz für euch aus. Sind wir bei 65 cm, grob bei 40 cm in der Breite. Also 65 mal 40 mal 30. Das wäre jetzt hier die unkomprimierte Variante. Für alle, die bei der Bundeswehr sind und mit dem Einsatzrucksack überlegen, ob sie den Schlafsack da reinbekommen in das Schlafsackfach. Wir haben aktuell den Sneagle hier zum Testen, nicht den von TT. Der hat im Bodenbereich ja eine Abtrennung und da passt rein der BV und der Typ 2, also der Winterschlafsack. Die beiden zusammen kriegt man da rein, ohne dass man die Abdeckung zumachen muss. Man kann auch alle 3 reinknörzen, das geht auch mit Mühe und Not, aber halt nicht kampfmäßig schnell am nächsten Morgen zusammengepackt. Aber im Zweifelsfall macht er einfach die Luke nach oben auf. Ja, gut, dann komprimieren wir es mal klein, dass wir mal gucken, was wir hier noch rausholen können. Dieser Packsack hat sich, ja, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden. Eigentlich ist es ein sehr, sehr guter Packsack, aber er hat halt 1 Million Riemen. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen
ja, anders als anders. So. Also ihr seht, man kann da auf jeden Fall noch einiges an Luft rausbekommen. Also es geht mit Sicherheit noch besser, aber dass ihr mal so einen Eindruck habt, wie man ihn denn hinbekommt. Jetzt sind wir bei 40 mal 30 mal 30. Ja, also wir haben da nochmal ein gutes Stück wegkomprimiert. Wie gesagt, seid euch bewusst, für alle Grammjäger und für alle, die auch super Platzsparend packen, es ist immer die Abwägung zwischen, will ich möglichst leicht, möglichst kleines Packmaß oder will ich auch im Schlafsack den Komfort haben und ein bisschen Platz haben. Ja? Also mir ist persönlich immer der Platz wichtiger, gerade auch wenn man mit Ausrüstung oder noch mit zusätzlicher Kleidung im Schlafsack schlafen will. Ich hatte auch schon mal vom Mammut einen Schlafsack, der mit selben Wärmeleistung bei so einem Packmaß und die Hälfte vom Gewicht war. Aber den habe ich auch wieder weggegeben, einfach weil ich da nicht drin schlafen konnte. Das war einfach wie eingegraben in einem Sarg, ja, in einem Erdloch. War total unangenehm. Von daher schätze ich hier solche Systeme deutlich mehr, die auch ein bisschen Platz bieten. Muss dann halt in Kauf nehmen, dass man halt auch ein bisschen mehr Platz zum Packen braucht. Das war unsere Vorstellung des ECW Extreme Cold Weather Sleeping Systems von Proper. Gibt es aktuell nur beim Army Online Store. Da packen wir euch hier einmal den Link unten rein, könnt ihr mal vorbeischauen. Wie wir schon gesagt haben, wir werden für euch mal die verschiedenen Konstellationen im Sommer und im Winter austesten und dann auf jeden Fall auch nochmal ein Video dazu machen. Langzeittest steht aus und euch mal dann zeigen, was das System kann. Freut euch auf jeden Fall auch auf unser Vergleichsvideo, wo wir euch einfach nochmal alle 3 Systeme gegenüberstellen, dass ihr einfach schon mal auch eine grobe Richtung bekommt, wo es hingehen kann, wo es hingehen soll und wo es vielleicht auch preislich, gewichtstechnisch und wärmetechnisch hingehen kann. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selber eines dieser Systeme bereits einsetzt oder auch schon hier das ECW-System beim Charles im Online-Store entdeckt habt, dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut. Bye, bye.